Heute im Video nehme ich euch mit, wie ich für die nächsten Arbeiten lerne, Hausaufgaben mache und gebe euch Tipps, wie man effektiv lernt und trotzdem noch Spaß dabei hat. Leute, warte mal ganz kurz. Mein neues Buch ist jetzt endlich draußen. Ganz viele von euch haben es hier schon, haben mir schon Bilder davon geschickt. Und ich bin so happy, dass es jetzt endlich draußen ist. Und ihr bekommt es einfach überall, wo es Bücher gibt, also online oder im Buchhandel. Und ich packe euch mal unten in die Infobox einen Link rein. Da könnt ihr es direkt über den Verlag bestellen und dann bekommt ihr noch eine signierte Karte von mir dazu. Ich habe ganz viel unterschrieben, als ich in Deutschland war. Und ich verlose auch noch 10 Bücher. Also ihr könnt einfach unter meinem letzten Instagram-Post kommentieren mit einem Buch-Emoji und einem pinken Herz-Emoji. Dann weiß ich, dass ihr von YouTube kommt. Und dann schicke ich 10 von euch ein Exemplar von meinen Büchern zu. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch darüber. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. East Coast, always in me, Commonwealth, Lil Joe, getting love from my city, yeah. I roll call for the DMV, in my own lane, you could still ride with me, yeah. No one knows I made mistakes. You want in, but it's too late. I don't need your support, just to know I'm important. I will never sell myself short, cause I know you'll see me on the come up. Big girl with big dreams and big drip. Talk is cheap, but please dare me to run up. I'ma put my money where my mouth is. Hallo Leute und guten Morgen. Ich habe mich gerade schon fertig gemacht und muss mir jetzt erstmal hier die To-Do-Liste schreiben, weil ich muss ganz viel lernen, weil ich habe nächste Woche eine Mathearbeit direkt, oh Gott, und einen Chemietest diese Woche und ich habe noch nicht angefangen, deshalb muss ich das heute machen. Ich dachte, ich nehme mich aber ein bisschen mit dabei, weil ihr fragt immer, wie ich lerne und was meine Lernmethoden sind und ich wollte es ein bisschen im Vlog-Stil machen, damit es nicht so langweilig ist und ihr nicht immer seht, wie ich da irgendwas nur aufschreibe. Und ja, ich kann irgendwie nicht leben ohne To-Do-Listen, also da mache ich gefühlt den ganzen Tag gar nichts. Deshalb schreibe ich mir jetzt erstmal auf, was ich alles machen muss und dann muss ich meine Sachen hier aufladen, weil jedes Mal, wenn ich lernen will, ist mein iPad leer oder mein MacBook leer und dann sitze ich da immer am Kabel und kann nie richtig was machen. Deshalb lade ich jetzt schon mal alles auf, damit ich das dann gleich habe und nicht da schon genervt sitzen muss. Leute, holt euch dieses Mehrfachkabel. Das ist das beste Kabel ever. Da kann man alles mit aufladen. Apple Watch, Handy, iPad. Das ist richtig cool. So, in der Zeit, wo meine Babys jetzt hier laden, mache ich mir meinen Matcha. Nein, das kann jetzt nicht mein Ernst sein. Leute! Mein Matcha, mein Teppich, mein Bett, mein alles. Oh mein, nein. So, naja, Matcha. Den stellen wir jetzt ganz weit weg. Es hätte noch schlimmer kommen können. Immer positiv denken. Es hätte auf meinen Laptop laufen können. Es hätte auf meinen ganzen Anzug laufen können. Das Glas hätte kaputt gehen können. Schlimmer geht immer. Weit weg. So, wo war ich stehen geblieben? Zuerst fange ich jetzt mal an mit Chemie und dann gucke ich jetzt mal, was wir überhaupt können müssen, dass ich überhaupt so einen Überblick habe, welche Themen wir im Test haben, die drankommen. Weil meistens geben die Lehrer ja einen so, keine Ahnung, Kapitel oder wir haben immer so in OneNote so verschiedene Seiten und dann sagen die uns meistens, welche Sachen wir davon können müssen. Und das sammle ich jetzt erstmal, damit ich überhaupt einen Überblick habe, wie viel das ist. Ich habe übrigens mein OneNote mit meinem Computer synchronisiert, weil ich habe das sonst immer nur auf meinem iPad und dann immer, wenn wir irgendwas aufschreiben oder so und dann muss ich Hausaufgaben machen, kann ich nur Splitscreen machen. Es ist so klein, dann sehe ich nichts und dann habe ich auch 2 Bildschirme. Man kann hier mein OneNote drauf aufmachen und hier wir auf GoodNotes schreiben. Okay, ich habe mir jetzt gerade meine ganzen Sachen aus OneNote
OneNote als PDF gemacht. Und ich hatte es hier reingeladen in diese Seite retain.cards. Es ist keine Werbung, es ist nur eine Empfehlung. Aber ich benutze das immer, weil ich finde das super, wenn wir dann direkt so Karteikarten erstellt werden. Also die machen dann einfach Karteikarten aus den PDFs, die man hochgeladen hat. Ich zeige es euch mal hier, guckt mal, da sind hier meine ganzen Karteikarten. Oh, ich kann hier drauf gehen. Seht ihr, da ist hier zum Beispiel, was passiert mit den unedleren und den edleren Metallen bei der Reaktion? Und dann hat man hier die Antworten. Das hat er halt alles selber erstellt aus den Seiten, die ich hochgeladen habe. Wenn man will, kann man hier halt auch auf Lernplan personalisieren gehen und dann kann man auch eingeben, wann der Test ist. Und dann macht der einem halt selber so einen Lernplan. Aber ich mache es immer, wenn ich Zeit habe. Deshalb mache ich das nicht, sondern habe jetzt nur hier die Karten alle reingemacht. Ja, ich habe mir jetzt hier alles notiert von meinem YouTube-Video und ich habe es schon ein bisschen verstanden als im Unterricht, weil meine Lehrer oder manche Lehrer können leider nicht erklären. Deshalb werde ich jetzt mal gucken, was wir hier im Unterricht aufgeschrieben haben und diese Reaktionszeichnung dann versuchen zu lösen mit dem, was ich aus dem YouTube-Video aufgeschrieben habe. Mal sehen, ob es funktioniert. So, Leute, ich brauche eine große Pause. Ich kann nicht mehr. Ich habe jetzt das 3. YouTube-Video angeguckt und ich habe jetzt hier schon versucht, so ein paar Formeln aufzuschreiben und das zu machen. Und ich habe mir auch schon Zettel gemacht, wo ich was aufgeschrieben habe mit meinen Strategien, wie ich das machen kann. Und mache Lunch Break. So, ich habe mir jetzt Tomate Mozzarella gemacht. Das mache ich mir fast jeden Tag, aber ist so lecker. Und guck mal, draußen ist so schönes Wetter. Ich glaube, ich setze mich etwas raus in die Sonne. Hallo, ich bin gerade hier am Joggen. Ich mache jetzt so ein bisschen Laufen und dann wieder Gehen und dann wieder Rennen. Das ist so Intervalltraining und ja, es ist voll schön. Aber ich muss durch die Sonne laufen, sonst ist es kalt. Weil der Sonne ist immer schön warm. Guck mal, wie toll der Himmel aussieht. So, ich bin wieder zurück vom Laufen. Natürlich kann ich nur empfehlen, macht kurze Pausen und geht spazieren und bleibt nicht so am Tisch sitzen und guckt nur auf TikTok, weil dann habe ich das Gefühl, man hat gar keine Pause gemacht. Und jetzt habe ich mir gemütlich gemacht von einer Kerze und hier unten habe ich schon viel Platz. Und jetzt ist es mittlerweile schon 17:32 Uhr. Also ich mache jetzt meine späte Nachmittags-Lernsession. Ich habe jetzt gerade nochmal hier alles bei ChatGPT eingegeben. ChatGPT ist mein bester Erklärfreund. Ich schreibe mir doch immer hin, ja, erklär mir das für Dumme und dann erklärt ihr das immer schön einfach, wie wir so Kindergartenkinder. Und jetzt gehe ich nochmal all meine Karteikarten durch, die ich mir heute Morgen gemacht habe. Und danach mache ich hier noch ein paar Rechenübungen aus OneNote. No. Schokolade muss auch sein. Ich habe nämlich einen Nervenzusammenbruch. Hi Leute, ich bin gerade aus der Schule gekommen und ich gehe jetzt ins Café. Ich glaube, ich gehe zu Starbucks und dann lerne ich da noch ein bisschen weiter. Ich habe hier mein iPad mitgenommen, meine Chemie-Sachen und vielleicht mache ich auch noch ein bisschen Shopping, weil wenn ich schon einmal hier bin. Whatever you do, don't forget me. 'Cause you never left my mind, not once. Buenas. Hola, un Yamachi Cappuccino sin café Un café. y con nata. Ok. ¿Algo más? Ya está. Un nombre. Mavi, M-A-V-I-E.
9,60. Santa Clara. Ganda sì. Gonna make you mine, baby. You are the only one I Mein Setting, Leute, das sieht doch viel besser aus als wie zu Hause. Vor allem das. So lecker, Leute, die sind so flach. make me feel good. Gonna make you mine, baby. You are the only one I've ever wanted. 너야만 해 난 you. 거짓말처럼 나타나줘 내 So Leute, ich bin fertig. Aus 20 Minuten, die ich eigentlich nur machen wollte für mein Forest, wurde jetzt fast 1,5 Stunden und ich habe es sogar noch geschafft, meine Hausaufgaben zu machen. Also ich bin sehr stolz, dass ich so gut aktiv war. So, jetzt bin ich schnell beim Primark rein. Ich gucke immer so gerne Home Decor an und dann schaue ich hier, was die nice haben. Hier ist schon alles für Frühling, ganz viele Blumen. Was gibt's denn hier? Hier ist immer schöne Abteilung. Boah, guck mal. Die Teller sind ja schön. Holographic. Boah, ich freue mich so auf den Frühling. Oh, OMG, die muss ich mitnehmen. Hello Kitty Badematte. Oh. Ja, die hätte ein bisschen größer sein können, aber ich hole nur eine zweite, dann passt sie noch hier neben. So Leute, jetzt kommt die Zeit am Tag, wo ich wirklich am unmotiviertesten bin. Ever. Irgendwas für die Schule zu machen. Weil jetzt ist schon abends, jetzt bin ich müde, jetzt würde ich mich einfach gerne mal im Bett legen und nichts mehr machen. Ich habe jetzt gerade eben noch meine Nägel gemacht. Guck mal hier. Seht ihr überhaupt einen Unterschied? Ich habe jetzt aber auch wieder rosa gemacht und ein bisschen weißen Farbverlauf dazu. Ich finde, die sind süß geworden. Wollte ein bisschen was anderes machen, als zu lernen. Und ja, jetzt muss ich irgendwie mein Gehirn ein bisschen austricksen. Ich muss mich selber austricksen und ich muss denken, dass ich jetzt Spaß habe beim Lernen. Und deshalb habe ich es hier schon mal ein bisschen schön gemacht. Also ich habe LED-Lights angemacht, guck mal, und meine Kerze, damit sie auch schön riecht. Hier ist meine Duftkerze. Ich finde, das sieht auch schön aus, alles hier. Und ich setze mich jetzt einfach ein bisschen auf mein Bett und lerne was für meinen Chemietest morgen. Ich gehe da nochmal meine Karteikarten durch. Und ihr müsst mir Glück wünschen für Chemie. Ich habe ein bisschen Angst. Ich muss mein Handy jetzt auf jeden Fall weit weglegen, damit ich nicht abgelenkt werde. Das ist noch ein Study-Tipp von mir an euch auch. Legt euer Handy irgendwie ganz weit weg und schaltet es aus oder löscht TikTok, weil sonst will man auf TikTok so kurze Lernpause machen und dann ist eine Stunde um. Deshalb liegt mein Handy jetzt auch ganz weit da hinten auf dem Schrank, dass ich es nicht mehr sehe und ich in Versuchen komme. Und ja, ich hole jetzt mal hier mein MacBook und mein iPad und dann gehe ich noch ein bisschen meine Karteikarten durch, damit ich mich sicher fühle für morgen, für den Test. Ich bin jetzt alle Karten nochmal durchgegangen, mehrmals. Und das so lange gemacht, dass ich bei jeder Karte mindestens gut angeben konnte als mein Ergebnis, damit ich was dazu sagen konnte. Und ich hoffe, ich bin jetzt genug vorbereitet für meinen Chemietest. Schickt mir alle so ein Kleeblatt-Emoji in die Kommis. Obwohl, ihr könnt mir gar kein Glück mehr wünschen, wenn das Video online kommt. Da habe ich ihn eh schon geschrieben. Auf jeden Fall ist mein Tag da noch nicht vorbei, Leute. Ich kann jetzt noch nicht irgendwas Schönes machen, weil ich muss noch mein Video schneiden. Obwohl, das macht auch Spaß, aber ihr wisst, was ich meine. Das muss ich trotzdem noch machen. Ihr kennt mich, ich kann nicht früh ins Bett gehen irgendwie. Wenn ich noch was zu tun habe, dann mache ich das auch und dann gehe ich danach erst schlafen. Das mache ich jetzt noch und ich hoffe, mein Study-Vlog hat euch ein bisschen motiviert zu lernen. Oder ihr könnt euch immer das Video angucken, wenn ihr ein bisschen Lernmotivation braucht, damit ihr seht, dass ihr nicht alleine seid und ich auch viel lernen muss. Und dann können wir es so ein bisschen zusammen machen und vielleicht macht es euch dann mehr Spaß. Irgendwie finde ich es immer schön, man sieht, dass andere auch lernen und dann fühlt man sich motivierter. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen dicken Daumen nach oben freuen. Ich freue mich immer über euer Feedback zu meinem Video und schreibt mal gerne in die Kommentare, was eure nächste Klassenarbeit ist. Ja, dann können wir uns alle ein bisschen supporten und uns allen gegenseitig Glück wünschen in den Kommentaren für unsere Arbeiten oder Tests. Und ja,
dann sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Bye, bye. Und ganz viel Glück bei euren ganzen Klausuren und Arbeiten natürlich.